Jetzt gucken wir mal, ob wir den Turm fertig bauen können, weil dann können wir das Ding auch fertig bauen. Ja. Und damit können wir jetzt die Quest angehen. Hallo Coco. So, hops. Hops. Wasserturm unteres Teil. Steht. Und das ist schon mal das. Sieht auch deutlich stabiler aus als vorher. Das ist das Pumpteil. Und das ist der Turm. Schöner, größer, moderner. Und selbst der Zaun wurde repariert. Schön. You builders did a mighty fine job once again. Just in time, too. I believe our next shipment of water is scheduled to arrive tomorrow. Our Commissioner, you really ought to handsomely reward these builders for their efforts. Right. I'll add that to the tab as well. Das ist ein Kunde. Sprich mit Jan. Das ist schon ein cooles Ding geworden, muss schon sagen. Jan, lauf nicht weg, bitte. Well, bang up job on the water tower, I must say. You know, it's funny. When you and Mian got here, I bet old Mason, the two of you wouldn't last a week. Was siehst du mal? Überrascht, hä? Luckily, he's so far off by now, I doubt I'll ever have to make good on that bet. Ach so, er hat's gehofft, dass es nicht wird. Now, where was I? Ah, that's right. You did such a good job of following orders that I've decided on behalf of the Commerce Guild that you deserved a bonus for all your hard work. Er hat das entschieden. Das wurde von jemand anderem entschieden, dass er es zu machen hat. Here's the amount promised by the city and 50 goals on top. Haha, that's right. All for you. Don't spend it all in one place. Bye-bye now. 50 Golds gibt's oben drauf. 6050, okay. Herzlichen Glückwunsch, Bauherr. Du hast das ja alle Hauptstory-Quests in der aktuellen Early Access-Version erfolgreich abgeschlossen. Wir werden unter anderem diese Hauptquest während der Entwicklung weiter aktualisieren. Wir können weiterhin Zeit in Sandrock verbringen, Aufträge von der Handelsgilde annehmen, ihre Beziehungen zu den Bewohnern entwickeln, ihre Werkstatt erweitern, Ruinen erkunden, die Welt bereisen und an vielen anderen Aktivitäten teilnehmen, die in der aktuellen Version verfügbar sind. Halte Ausschau nach dem nächsten Update und beteilige dich bitte auch an der Diskussion in unserem öffentlichen Discord. Danke fürs Spielen. Und damit haben wir die Hauptstory durch, hier liegen. Was ich ja schon vermutet hatte, dass wir hier hinkommen heute. Ich dachte eigentlich, wir kommen da schon das letzte Mal hin. Aber gut. Sagt auch gerade noch Müll, ne? Fehlt auch noch was. Aber ich würde sagen, wir verbringen noch ein bisschen Zeit. Hier. Und das heißt dann, wenn bis nächste Woche das nächste Update nicht rauskommt, dass wir dann halt in der Zwischenzeit dann was anderes zocken werden. Wenn wir im Single Game sind. So. Auch noch eine Freundschaftsquest? Nö. Okay, ich gehe mal kurz hoch. Ich hole nochmal die Rohstoffe da oben weg. Warte mal, wir haben gerade 6000 gekriegt, ha? Okay, die 20.000 sind noch nicht voll. Schade. Das hätten wir das Grundstück noch mal weiter. Ich weiß ja nur nicht, ob das schon die letzte Grundstückstufe wäre. Wenn das die letzte Stufe wäre, wäre das natürlich schön. Dann bringt es natürlich nichts, dass wir dann jetzt den Skill freischalten, dass das Grundstück günstiger wird. Danke. Die und ihre Kosten immer. Ich räume den ihren Müll weg und muss immer dafür zahlen. Schlimm, 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 schlimm.
So. Und dann zerlegen wir den noch weiter. Oh, da haben wir, wie viel jetzt? 3 oder 4 Streams? Ich glaube, der 4. Stream in dem Spiel, ne? Wo wir gebraucht haben, nur allein um das Ende der Early zu erreichen. Also der Early Alpha. Und dafür bietet die schon verdammt viel, muss ich schon sagen, und sieht gut aus. Bin auf alle Fälle gespannt, wie die Story weitergeht. Da gibt es auf alle Fälle noch viel zu entdecken. Wieso hier sind noch Reifen, die wir mitnehmen können? Ja. So. Das heißt, alles, was wir jetzt herstellen, ist nur noch, um unsere Quest zu erfüllen, beziehungsweise um unser Grundstück auszubauen. Und das wäre jetzt zum Beispiel diese Nähmaschine, die wir bauen wollen. Die ist weg. Halt. Das raus, das raus, das raus. Das rein. Dann setze ich erstmal die Nähmaschine hinten hin. Dann schauen wir uns die mal an, was wir hier herstellen können. Sandhut, Jagdmehlhut, graues Tuch, gegerbtes Leder, Wolfram, Sandausrüstung. Okay. Herzlich willkommen bei Fallout. So sieht die Ausrüstung gerade aus. Aber hier steht nicht da, was die Wüstenverteidigerstiefel, Jagdmehlpuppe, Wüstenverteidigerbrille, Entdeckerstiefel, das sind ja die, die wir gerade haben. Das ist gegerbtes Leder. Ja, so viel grobes Leder haben wir gar nicht, um gegerbtes Leder herzustellen. Okay. Aber wir könnten mal Wollfaden herstellen, dass wir welchen da haben. Einfach nur, dass wir was da haben. Egal, ob was ist oder nicht. Aufwerten kann man die Dings nicht. Okay, dann lassen wir den mal arbeiten. Die Nähmaschine läuft. Sehr schön. Gut. Dann. So, räumen wir hier mal wieder ein. Alles, was wir so finden können. Schaulicher Schrott. Gleich noch ein paar Holzreste hinterher. Hier haben wir noch ein bisschen Kupferschrott. Und Ziegelsteine nicht, Kupferbau nicht. Gut, das brauchen wir gerade alles nicht. Und bei Marmor, da könnten wir mal was herstellen, ne? Marmor könnten wir ein bisschen was herstellen. Ab dafür. Trockengestell, brauche ich da irgendwas? Hier könnten wir einmal 12 Stück Kupferrohre herstellen. Das haben wir. Das haben wir. Hier haben wir die Bronzerohre, aber ich würde dann auf alle Fälle Gummiringe wäre mal sinnvoll. Dass wir hier nochmal was herstellen. Wunderbar. Eisenplatten. Marmorplatten einmal komplett. Bronzeplatten, Eisenplatten. Hey, hier ist halt noch ein bisschen was. Gusseiserne Stangen rein. Sehr schön. Das wäre noch zu kochen. Hydrogel-Wassertank. Ich weiß nicht, warum ich den nicht mehr herstellen kann. Ich glaube, dass der falsche ist vielleicht. Das ist hier der. Aber wir haben auch diese Forschungsdings noch nicht. Kann es natürlich sein. Okay. Wir müssen noch ein paar Rohstoffe sammeln. Dass das nicht ohne irgendwas ausging. Das wäre natürlich blöd. Steinschrott. Durchsuchen wir noch der.
Kein Problem, Wolfi, passiert. Ich weiß ja nicht, wo ihr gerade abgeschmiert seid, was ihr verpasst habt sozusagen. Wenn das natürlich gerade in dem Moment war, wo wir am Ende der Early Access Alpha angekommen sind. Alles. Ja, was heißt denn alles? Man muss den ganzen Stream von Anfang an nochmal gucken, mein Lieber. Ja, dann hast du das wohl gerade verpasst, mein Lieber. Es kam gerade die Meldung, dass wir die letzte Quest der Early Alpha gerade erreicht haben. Und es wird jetzt halt keine großen Quests mehr geben, keine Story-Quests mehr, vorerst. Deswegen wird das dann auch erstmal der letzte Stream von dem Spiel sein. Und wir uns das später nochmal bei Gemüte anziehen, wenn es dann ins nächste Update draußen ist. Und dafür, dass es eine Alpha ist, ist es schon sehr, sehr groß ausgebaut, muss ich schon sagen. Ich habe gerade eine Errungenschaft gerafft. Waste no time. Wahrscheinlich, weil wir halt immer bis zum letzten Atemzug durchballern. Aber wir machen ein bisschen im Spiel auf alle Fälle. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Auf alle Quelle brauchen wir noch ein bisschen was. So. Dann haben wir jetzt alles drin, ne? Aber ich werde jetzt gleich nochmal eine Pause einlegen, weil mir drückt die Blase. Dezent. So, wir gehen erstmal wieder schlafen. Weil der Wasserturm repariert wurde, haben sich die Wasserpreise wieder normalisiert. Das ist doch schön. Raus aus den Federn. Hier fiel gerade ein, wir wollten eigentlich nachts mal nochmal wegen Sternen gucken. Was haben wir gemacht? Vergessen, Sterne zu gucken, sind schlafen ja. Na gut. Wir machen weiter, mal gucken, wie lange. Ich denke mal, so lange werden wir das Spiel heute nicht mehr machen. Weil wenn es keine wirklichen Quests gibt oder sowas, die wir verfolgen können. Ihr seht ja, wir bekommen ja auch kaum noch Post. Jetzt geht das maximal, dass man die Beziehung mit den anderen NPCs verbessert. Dass die halt öfters mal was geben oder sowas. Das ist dann halt auch ein bisschen langweilig, denke ich mal. Ist es immer irgendwie laut, wenn wir hier an der Maschine sind? So, wir nehmen das mal alles mit. Brauchen wir noch irgendwas? Kupferrohr, Bronzerohr brauchen wir dann auf alle Fälle mal. Dafür bräuchten wir auch mehr Bronze. Brauchen wir noch irgendwas? Eisenplatten kann man da mal noch gebrauchen. Na, super. So. Gruppenplausch. Gerne doch, Corinna. Was? Du hast aber noch ein paar andere Leute vergessen, die hier auch im Stream sind, ne? Die müssen mitplauschen. Du musst auch mit erwähnen. So, mal gucken. Ja, heute ist mal vergünstigt. Da können wir wirklich mal gucken, dass wir noch ein Buch kaufen. Genau das. Da können wir jetzt ein Bett bauen. Kupfertopf. Gummiringe haben wir gerade erst hergestellt, nehme ich an. Und Kupfertopf weiß ich nicht, ob das geht. Ich probiere es mit den Scharnieren. So, wir müssen aber auch wieder Fehler finden. Hier ist eine Delle drin. Und hier ist das Holz kaputt.
Sehr schön. Noch ein Schwert, hier fehlt eine Zacke. Das war nicht falsch geklickt, das ist unverschämt. Wir haben eine Lupe gekriegt. Hier. Was ist anders? Seht ihr den Unterschied? Ich sehe ihn gerade nicht. Ja. Gut versteckt. Der Griff. Und das. Ja, Flauschis. Wunderbar. 600 Punkte Vorsprung. Das läuft. Machen wir die beiden Quest-Dinger schnell fertig. Und dann... Da liegt Müll. Hier ist eine Sidequest. Oh. And so you see, that mischievous little Mian made a teensy little mistake. When she said that we don't charge for overnight commissions, what she meant to say is that actually, we do. Aha. In fact, that's an understatement. We charge out the wazoo for overnight commissions. Yeah, I know all about the overnight policies. It's just that Mian said she thought she could get us a discount. Ah, der Typ ist echt geldgeil. Yes, well, she's been overruled. Sorry, old pal, but if we made an exception for you, we'd have to start making exceptions for everyone. And that would be far too exceptional. Yeah, well, I wouldn't want to shortchange the good folks over at the Commerce Guild. That's what I love about you, Owen. Always so perfectly punctual with your payments. Well, I must be going. My employees won't reprimand themselves, don't you know? So long. Deine Angestellten schmeißen den Laden. Du machst gar nichts, Junge. Oh, hey! You've come at just the right time. So, the wildest thing happened. Grace had a little spat with the oven and, long story short, blew the whole kitchen to smithereens. Don't worry. Everyone's fine. And luckily, Mian was available to help out with damage control. So that's all well and good. My issue now is that the night the kitchen exploded, Grace insisted she'd take a pay cut until all the repairs were paid for. And she wouldn't take no for an answer. Okay. But now without Mian's discount, I just can't let Grace foot the bill. She'd be scraping by for months, if not years. Oha, was hat der für eine Rechnung bezahlt? I paid Yen already. It's water under the bridge in my mind. Because, you know, these things happen. I can't stand letting her take on such a huge burden. She's just a student. Sandy, renn doch nicht ins Gespräch rein. Alright, so here's where you come in. As a builder, you can just convince her that the repairs aren't that expensive. Then she won't feel so bad, and maybe she'll just forget about the whole thing. It's foolproof. Sandy, was soll das? For our terrifically terrified tourists, if you suspect there might be danger, just head down to the Civil Corps office to file a report. Okay. Alright, but let's not be too hasty now. We need to be prepared if we're really gonna change Grace's mind. She really has a way of turning things around on you. Maybe she's on the debate team or something. Here's the deal. Whatever she asks you, just follow my lead. Capiche? Don't let her throw you off your game. Stick to the plan. Guess we're as ready as we're ever gonna be. Let's go track down Grace. I'll be right behind you. Okay. Wo ist denn Grace?
Grace muss doch bestimmt im Laden sein, oder? Wir rennen mal nicht mit der Axt in den Laden rein. Sieht vielleicht blöd aus. Und ja, René hat gesagt, halbe Stunde. Ich weiß nicht, vielleicht auch noch Badewanne versuchen können oder so. Also, hier ist sie schon mal nicht. Oh, hier ist sie. I just need to put in a bit of salt. Thanks, Boss. Die ist wie beim Simscope. Seems someone hasn't quite learned their lesson, but that's neither here nor there. Look who I've brought. Your friendly neighborhood builder, here to help us come to a conclusion on that whole explosion incident. Oh, hey! And you're still on about that, Owen? That was a terrible mess, and I'm completely to blame. I'll be footing the bill in full for the kitchen restoration, regardless of what you may have told the builder here. Hey, come on, Grace. It's no biggie. And even if it was, the Blue Moon has plenty set aside for rainy days, or explosive days, for that matter. Anyway, everything is taken care of now, and it hardly cost me a dime. Don't believe me? Just ask for a second opinion here. Na super. Und zwinkert mir zu. All right, I'll bite. You plan to tell me the truth now, don't you? Natürlich. Let's begin. What is your name? Was? Huh? Where are you going with this one? I have my reasons. Your name, please? Okay, next question. Next, where are you from originally? Highwind? Highwind. Nice weather this time of year, yes? Very windy, I've heard. That'll do. Now I know what you look like when you're deciding whether or not to answer truthfully. Next, I'll be asking what I really want to know. Du hast vollkommen richtig, Gründer. Gut haben sie es so abgelöscht. And don't even think about bending the truth to help Owen change my mind. Got it? I can read you like a book. Now, Builder, tell me, how much did it cost to renovate the Blue Moon kitchen? You know, more than a few glasses of milk, but less than a herd of Yakmel. Grace, it's fine. I wish you'd just forget about all this. Es war wirklich teuer, es war billig, es waren 10 Gold. Oh, you're serious. I mean, after the discounts and, you know, the Commerce Guild owe me some favors and, sure, it sounds crazy. Vielleicht hätten wir uns vorher mal mit ungebundene Summe unterhalten, die wir ja aufzeigen wollen und gut ist. If you two are going to lie, at least try to make it good. Let's continue, shall we? The events in question occurred 2 days prior, and on the second day, when I came to work, the kitchen was already as good as new. Something here doesn't add up. Don't tell me you builders are dabbling in magic. Explain. What's your angle, Grace? The two new builders in town are both riled up and full of vinegar. You're just used to old Mason and his whiny ways. Nothing unusual here, right? Ja, normal, das könnte ich auch. Mian hat nur eine Nacht dafür gebraucht. Das ist ja unglaublich. Ich wäre auf keinen Fall so, ja, normal, das könnte ich auch. I see. Next question. Regardless, Owen must have had to pay me on for working overnight. Tell me how much that would have been. Well, be that as it may, a kind lady that she is, Mian gave me a discount. The difference in the bill was so small, I almost forgot about it. Ich verlange eine Menge Geld. Ich weiß nicht, vielleicht war es kosten nur ein bisschen mehr als sonst. Okay, next question. Grace. Enough with the third degree. There's really nothing more to be said. Boss, you sure have a lot to say for someone who says there's nothing to say. Echt. Why do you always butt in whenever I ask a question, huh? It's starting to seem like you two are in cahoots. Dafür bin ich unschuldig. Ja, Quatsch rein.
Cahoots? I mean, what even is a cahoot, really? I think this whole ordeal has you on edge. But, all right. Have it your way. I'll zip it. Continue with the interrogation, please. If something like this happened in the Commerce Guild, would your boss, Jan, handle it like Owen? Which is to say, would he insist on paying the damages out of his own pocket? Oh, diese böse Frage. Wenn sowas in der Handelsgilde passieren würde, würde dein Chef Jan es wie Owen handhaben? Das heißt, würde er darauf bestehen, den Schaden aus seiner eigenen Tasche zu bezahlen? Auf keinen Fall. Ich weiß es nicht genau. Natürlich, Jan ist ein Chef mit einem großen Herzen. Ehrliche Antwort, er weiß, wie die ticken, auf keinen Fall. Well, you never know. Remember when you first got to Sandrock and Yen was there waiting with open arms? Why, he must have walked over 12 steps from his desk to... What happened to Zip It? I did say that. Those are words said by me. Bet you two think you're pretty slick, huh? Owen, it couldn't be more obvious. You did put up to this little charade. However... All right. That's the ticket. Oh, whew. Now we can finally move on from this. Nee, die wird nicht abweichen von dir. Owen, I must say, your dedication to your employees makes you not just the owner here, but an inspiring leader as well. I'm proud to call you my friend. Aw, shucks. Well, I think we wouldn't be seeing eye to eye if not for the builder here. You might even say we have an unspoken bond. Here, take this for your troubles. Call it a consultation fee. Eine Beratungsgebühr, Yes, okay. thank you for helping us resolve this. I'm in your debt. No. No debts. That's the whole point of all this. Ich mag keine ertrinkenden Retten, ich mag kein Wasser. Auch interessante Kombination. All right. Let's get back to it. Catch you, Bill. Was war das denn jetzt eben für eine... Essig und Sojasauce. Auf diesen Haftnotizen befinden sich mehrere Rezepte. Eirollenrezept. Eirollen als erstes. Mische Eier, Mehl und Milch gut mischen. Gieße die Zutaten in die Pfanne und erhitze sie. Füge Sand für die geheime Knuspergeschmack hinzu. Das ist ein Witz. Okay. Trace ist gar nicht mehr da, ist die gleich rausgerannt. Oh, Schreck. So, wir wollten unsere Tagesquest erfüllen. So, wir brauchen 6 Metallmarschiere, Scharniere und Gummiringe. So, eine Ressourcenkiste war das, glaube ich, ne? Dann können wir gleich nochmal Gummiringe herstellen. Was haben wir gesagt? 6 Metallscharniere. So, jetzt können wir beide. Hier drüben ist ja noch ein Tisch. Ach, die Zielquest. Jensen. Hello. Kurz plaudern. See ya.